Wir sind in unserer Series Gloowen. Und wenn ihr das online hören down oder von der hier in das Gebiet, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir Ferken denken down, aber das ist wichtig, dass wir verstehen, was Gloowen ist. Laten Sinne sagen, wie wir Gloowen ist sicher sein und dort, wo wir nicht sein können. Gloowen ist eine Hoffnung haben für dort, was noch kommen wird, und positiv sein von was kommen wird. Und wir checken in Hebräer Kapitel 1, oder Kapitel 11, die erste Vers, und von der werden wir in Hebräer Kapitel 11, der erste Vers, sein wieder, was ist Gloowen? Und wo soll wir Gloowen haben? Ehe wir wieder gehen, werden wir uns lernen zum Gebet. Gott, wir sind so dankbar für deine Gnade. Wir sind Menschen, die verken uns Beste tun, die Note folgen, aber so ist das in den Wort geschrieben, dass ohne Glauben ist allmählich zu Gott gefallen. Gott, ich bete, dass du uns von dir helfen, uns Glauben stärken, dass wir können uns ganz Herren geben, um die noch folgen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Hebräer Kapitel 11, der erste Vers sagt das. Aber ohne Glauben ist dort allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, mott leben dort er ist, und dort der belohnt, der ernstlich segnen. Hier sehen wir wieder, was ist Glauben. So ich will von der reden und zwei Punkte. Wir müssen glauben und wir müssen Glauben haben. Wir müssen in Vertrauen haben. Er fängt hier an, das erste Vers, er sagt, ohne Glauben ist dort allmählich Gott zu gefallen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir durch anfangen dann. Ohne Glauben ist es allmählich, zum Gott zu gefallen. Und der Horn dabei zu sein, und wenn wir nicht Glauben haben, dann können wir nicht Gott zu gefallen. Wir können ihm nicht gefallen. Wir können nicht eine Gemeinschaft haben mit ihm, wir können nicht ein Verhältnis haben mit ihm, wenn wir nicht Glauben haben. Alle Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, hängt an Glauben. Und ich glaube, wir leben fertig, wenn ich reich leben, wenn ich Fan sein, wenn ich Geschmack sein, das ist uns das Ding, was ihr liebt, sieht Geschmack. Wenn wir wollen Fan sein, wenn wir wollen reich leben, dann wird Gott uns annehmen. Aber das Vers liegt uns sehr klar. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. So, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was Glauben ist, sodass wir können Gott zu gefallen. So soll sein, das. Das sind zwei Porte von Glauben. Wir werden von dir sein, was sind die? Erstlich, das sagt, wir müssen glauben. So, das ist der erste Port. Wir glauben. In Englisch sagen wir, we believe that. We believe. So, das ist ein Wort glauben. Das ist in der Unterweis zu sein. Wir glauben dort so ist. Oder das stimmt mit der Wahrheit. Dann ist es sehr wichtig, dass dort, was wir glauben, ist so, stimmt mit der Wahrheit. Wir müssen sein, was der Wahrheit ist. Und das ist besonders so, wenn wir von Gott denken. Weil haben Sie das sehr hören, ich wollte probieren, klar auszulegen, als ich kann. Weißt ihr, dort ist mehrlich Jesus Christus zum Aufgabe merken. Hör mal, was ich meine mit das. Dort ist mehrlich zum Jesus Christus zum Aufgabe merken. Was ich meine mit das, Menschen, die hören von Jesus Christus, dann merken sich in Jesus in ihre Gedanken, was mit ernst stimmen wird, so in Jesus, was sie würden wollen haben, dass Jesus soll sein. Aber das stimmt nicht, mit wer Jesus wirklich ist. Dann ist dort Jesus zum Aufgabe und Aufgabe merken. Da würden wir so sein, ist, sie würden von Quentin Unger reden und sie würden sagen, das ist ein kleiner Mensch. Nur ein 5-schauiger kleiner Bengel. Mit weitem Haar und haben jeder überhaupt nicht schön Fashion vor. Die haben von Quentin Unger geredet, aber das stimmt nicht mit der Wahrheit. So ist es auch, wenn wir in Jesus Christus glauben, wie man in Jesus Christus glauben, so ist er ist.
Zo is hij erst, dat moet stemmen met de waarheid. En wanneer we van Jezus Christus reden dan, en we dan Jezus aanstellen dan, wer we geloven hij is, zodat dat alle stemmen dat met wer we wensen hij weer, we merken Jezus Christus, nicht wörtlich wer Jezus Christus ist, aber unseren Jezus Christus, das ist ein Aufgott. Wir müssen in Glauben Jesus annehmen, zoals hij is, en niet zoals we wensen hij is. Dat betekent niet, wo zijn we dat wensen. Glauben merkt nicht, dort wat nicht so ist, so. In English, we say, no matter how hard you try to believe something, you cannot believe it into existence. Dat betekent niet, wo zijn we wensen, dat wat zo is, zo worden dat. We kunnen niet geloven, zodat het zo wordt. Dat wat we geloven is zo, moet zo zijn. Ik geloof, ik zei dit en we stemmen alle met, maar we doen dit zo verken. We hebben zo'n grote wens. En we doen ons zelfs aanbeelden. Dat wanneer ik dit genoeg wordt geloven, vielleicht wordt het passieren. Maar dat wat we geloven is zo, dat moet stemmen met wat zo is. Dit meint dan verken, dat we moeten geloven wat zo is, dat we moeten dat aan anderen wat we geloven. Ik geloof, we weten alle van dingen wat we eerst allemaal geloven, deuten we zo, en dan vangen we uit dat we niet zo, en dan moeten we dat anderen wat we geloven. Ik geloof, we zijn vielleicht, vele van ons, en weet eenkoppig en stieven in je nek hebben, dus vele Deutsche dat hebben. En we gleichen dat niet te anderen wat we geloven. Maar heb je maar even gedacht, waarom nemen de Juden niet Jezus aan? Waarom nemen de Juden Jezus niet aan? Vele van die. Door we weten, zij willen dat niet ändern, wat zij geloofden van God. Zij willen dat niet ändern. En wie Mennoniten, we moeten dat niet ändern, ik rede naar alle van ons, wordt het niet wat van het kerk wie naar voren doen. Een poort van zijn. We moeten dat ändern, wat we geloven, wanneer we uitvangen, dat het niet zo is wat we geloven. Dat moet allemaal stemmen met wat God zegt zo is. En dat vingen we hierbij. Weet je wat, wanneer we wat van God geloven doen, en dat niet hierbij is, en dat niet stemmen met wat in God zijn woord is, dat zal we niet geloven. Dat is je verderlijk dat geloven. Waar we christen zijn, wat bij de woord blijven, en bus dat blijven, bus dat geloven wat zo is. So, wo kunnen we dan weten, zo te zijn, dat wat we geloven zo is. Ik geloof hier, moet we verstaan wat geloven is. We moeten dat aannemen, dat we niemals irgendwas 100% weten kunnen. We kunnen veel uitvangen, we kunnen ons met veel dingen terugvangen, we kunnen veel dingen studeren en no zijn. Maar we worden meest niet werkelijk ganz 100% weten. Ik wil een Beispiel van dit brengen. Hoeveel van jullie wissen 100% dat we in de kerk aandacht van de smars? Heb je maar even gedacht? Wo wist je? Wist je dat er 100% wird hier in de boodschap zijn van jou? Wist je dat? We würden kunnen zeggen, nee, je deed niet. Je hadden geloven, je geloofden dat wat je hier hadden, wie zou. Wieder, je geloven dat vorig wat je aan voren deden, dat wordt uithouden. Je geloven dat het weg wat allemaal je aan je wangen heeft, wie nog door. Er zijn vele dingen wat we geloven deden, ohne dat we dat werkelijk weten deden, dat hier in de kerk anders zijn. Maar jeder eine von uns, von Deus Mars, sind hier, wird wir mir eine Entscheidung zum Glauben, dass wir würden hier in der Kirche untergehen. So ist es doch mit Gott. Weit wie dort in Gott ist 100%? Ich würde sagen, nee, wir tun nicht. Aber wir weiten, dass es sind beste Dinge, was so sind. Wir können die beobachten.
wie zijn dat Gott, de mott en Gott zijn, wils alles gemerkt is. Wir haben selbst Gott beleefd. Wir haben selbst Gemeinschaft mit Gott. Und wils wir die Dinge beleefd haben, haben wir glauben, wir glauben, dass es so ist. Und nochmal, glauben ist eine Entscheidung. Wir glauben, dass es so ist. Ich glaube, keine Weise ist das ein größeres Ding für Mennoniten, viele von uns, als kann wir dort weiten, dass wir seilig sind. Kann wir dort weiten, dass wir rat sind. Und das ist, ich glaube, das ist nicht bloß in einer Gemeinde, das ist alle Gemeinden, das sind arme Menschen, die lernen, und wir können dort nicht weiten, dass wir rat sind. Das ist dort wirklich, was die Bibel lernt. Das ist nicht, was die Bibel lernt. Die Bibel lehrt, dass wir können dort weiten, wir sollen dort weiten, dass wir rat sind und reich sind mit Jesus Christus. Aber viele Menschen haben mir gesagt, die weiten dort, steht geschrieben in der Bibel, wir können dort weiten, wir sollen dort weiten, dass wir rat sind. Aber das ist schwer, dann dort annehmen. Weil sie fühlen sich nicht, dass das so kann sein. Und erst in den Zeiten, wo wir dann die Entscheidung merken, dort wie Gott glauben, dass es so ist. In meiner Zeit, dort, wo wir merken uns, wir entscheiden uns selbst, dass wir dort glauben wollen, dort fangen wir an, da und da zu feiern, dass wir dort glauben wollen. So, was sind ein paar Dinge dann, was die Bibel uns lernt, dass wir sollen glauben. Wir sollen glauben, dass das Wort ist. Ich glaube, der größte Ding ist, wir müssen glauben, dass du ein Gott ist, dass Jesus Christus Gott ist. Wir müssen noch glauben, dass Jesus Christus erst in die Erde gekommen ist, ein Mensch, wie ein Mensch in Gott. Er ist auf dem Kreuz gestorben, so dass er unsere Sünden betonen, der Preis, der Lohn, was wir uns verdient haben mit unserer Sünde. Wir müssen noch glauben, dass er ist von dort abgestanden. Und er ist nu im Himmel und er merkt eine Reid, eine Stadt für alle, die in ihm glauben. Das ist ein Ding, was wir müssen glauben. Wir sollen glauben. Das zweite Ding ist, wir müssen noch glauben, dass wir sind, wer Gott sagt, wir sind. Alle von uns sind gemerkt von Gott, für Gott und in Gott sein Ebenbild, in Gott sein Likeness. Das meint dann wörtlich, dass Gott merkt nicht Garbage. Wir sind nicht Aufgang. Wir sind nicht in Fehler. Gott hat uns gemerkt. Und Gott merkt nicht Garbage. Wieder die Bibel lehrt uns, und wir müssen doch glauben, dass jeder eine von uns ist ein Sünder. Und weil wir ein Sünder sind, müssen wir dort glauben, dass uns helfen wird. Na, wir glauben, dass Jesus Christus erst gekommen, uns von unseren Sünden zu retten. Wir müssen sterben, dass das alles so ist. Wir müssen doch glauben, dass ein Himmel ist und ein Hell ist. Wir müssen doch glauben, dass die Rettung ist bloß durch Gnade, willst wir glauben. Wir müssen doch glauben, dass es nicht, was wir tun können, mit unseren Worten, dass wir können uns selbst retten. Das ist bloß durch, was Jesus Christus hat getan für uns. Und wir müssen doch glauben, dass wenn wir uns vertrauen und glauben in Jesus Christus sagen, dass Gott hat das Versprechen, dass wir ein ewiges Leben haben. Meine Frau für uns von der dann ist, bleib wie das. Bleib wie das. Stimm mir mit das, dass das Wort ist. Das ist das erste Wort. Wir müssen dort glauben. Der zweite Part von Glauben ist dann der Part, was wir würden können sein, dort ist dort, was wir tun. Dort, wo wir sein, wir haben Glauben, oder eine andere Weise zu sein, wir haben Vertrauen. Lass uns das sagen, wie wir sind wörtlich drei Part von, drei Wörter, was wir brauchen sein in der Bibel. Und die sind, wir glauben, wir haben Glauben, und wir haben Vertrauen. Wir vertrauen. Ich glaube,
biblisch, dort wird Glauben als Basis dort wieder verstehen, wie Vertrauen. In Englisch sagen wir, we trust. Wir haben ein Vertrauen. Jakobus Kapitel 2, der 19. Vers sagt es dort. Du glaubst, dass du in Gott ist? Gut. Dort glauben sie Gott, der bei sich ist, und du bist Vetruen sei uitvaart. Dat is nicht genug, bloß glauben, dass du in Gott ist. Dabei ist erste glauben, dass du in Gott ist. Du sind viele Menschen in der Welt, die glauben, du in Gott ist, aber sie merken die Entscheidung nicht, Gott zu vertrauen. So wie man den nächsten Stab nehmen, dort Glauben ist ein Stab von Vertrauen. Da würden wir so sein, es viele von ihnen haben ein Haus. Und in das Haus haben sie einen Keller. Und ihr Trappen wird in den Keller gehen. Wenn ihr würden boven stehen, ihr rauf die Trappen gehen, ihr würden Pferdewacht checken und nicht rauf checken, ihr würden den ersten Stab nehmen. Dort ist, was Glauben ist. Glauben ist einen Stab nehmen, und dort wird wir glauben als so. So was glauben wir dann von den Trappen? Wir glauben, dass diese Trappen, die wollen uns Läden in Keller nennen. Wir glauben, dass die Trappen, die stehen sicher, wir können nicht vertrauen, dass die nicht taub fallen wollen. Wir glauben, dass die Trappen, dass alle schaffen wird, wir wollen nicht anfallen. Wir glauben alle die Dinge. Und willst wir das glauben, nehmen wir den ersten Stab rauf. Und dann 2, und dann 3, und dann bald sind wir in den Keller. So ist es auch mit uns glauben. Wir glauben dort, was wir in Glauben ist so, und das nächste Part ist das Vertrauen-Part. So wer ist das dann, oder wir würden gerne sagen, in Wort haben wir uns Vertrauen. 1. Petrus Kapitel 1, 21. Vers sagt das. Dort ist uit, worum je ein Vertrauen in Gott sagen kann. Da Jesus von Tod abwirkt. Und so eine große Hartigkeit gibt, so dass je Glauben und auch je Hoffnung in Gott ist. Hier sind zwei Dinge, die wir machen sein hier. Er sagt, je vertrauen Gott. Und dann sagt je Glauben und auch je Hoffnung in Gott ist. Das ist nicht bis genug, dass wir glauben, dass es so ist. Wir müssen uns Glauben in Gott sagen. So das ist dann, dass wir müssen dort anderen, in wem wir vertrauen. Wie sind da, du hast eine Person, die wir gleichen Seite vertrauen. Dort ist nicht Gott. Wir gleichen uns selbst zum Vertrauen. Dat is wat ik kan doen. Dat is wat ik wil doen. Dat is in mijn ene kracht dat ik wandelen wil. Dat is in mijn ene werken dat ik wil mijn vertrouwen zetten. We moeten nog bij de anderen in wem we vertrouwen zetten doen. De Bijbel nennt dit omkeren. In Engels sagen wir repentance. We ändern dort, we drehen om. En wie eerst houden we vertrouwen in wat we kunnen doen en wat we willen doen. We draaien om van dort en we draaien zodat we vertrouwen hebben aan Jezus Christus. Dat is omkeren. Dat is wo omkeren als poort van geloven. We zijn bekeren en omkeren, we hebben eier van het gereed. Bekeren is dat Glauben und Vertrauen sagen in Jesus Christus, dass wir uns ganz hingeben haben. Und dort wird nun umkehren, wo wir drehen von uns selbst vertrauen, so dass wir drehen nur Gott vertrauen. Die Bibel lehrt uns, und dass wir uns umkehren tun, wo wir nicht errat wurden. Dort ist, was Gott verlangt dort. Dat we bos arm vertrouwen doen.
Vi sollen nicht uns vertrauen zaten und was andere kan doen. Vi sollen nicht uns vertrauen zaten und was wir kan doen. Bloß und was Gott kann doen für uns und in uns. So das ist dann sehr wichtig, dass wir verstehen, wo wir glauben und wo wir vertrauen. Wenn wir von der Radung reden dann. Erst früher ganz, glauben wir diese Dinge. Glauben wir, die sind so. Das ist leicht zu sein, jo, ich glaube das so. Den Staub ist viel schwerer. Der Staub ist viel schwerer zu nehmen. Und ich glaube, das ist, worum Glauben so schwer ist für uns. Wie kann sein, wie kann man unser Wert sein, jo, ich glaube. Aber wenn Gott uns kreiert hat und sagt, vertrau mich, nimm den Staub, dort ist was schwer ist. Dort ist aber was wichtig ist. Glauben ist mir hof, was wir glauben. Zweite Part ist, was wichtig ist. Und dort ist Vertrauen. So, was meint das dann? Dort wir Gott vertrauen für Glauben. Ich glaube, hier ist das wichtig, dass wir in Römer Kapitel 10, 9 bis 13 lesen. Ich will 9 und 11 und 13 lesen, bis für Tietwies. Das sagt Jesus das. Wer von Horten glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, wird seilig. Das ist der 9. Vers. Hier sei wie weiter 2 Port. Wir motten von Hort glauben, aber was ist der zweite Port? Der zweite Port ist den Staub von Glauben, den Staub von Vertrauen. Wir sollen mit uns Mühl bekennen. Dort ist den Staub von Vertrauen. So, das ist sehr simpel, was wir hier machen tun. Wir machen von Hort glauben. Und Wort von reden, dass wir machen glauben, dass Jesus Christus erst gekommen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist gekommen für uns, der Räder zu sennen. Wir sollen glauben, dass wenn wir dort annehmen, dann was er getan hat für uns, dass wir selig werden. Aber der zweite Part ist dann, uns Vertrauen in am Satan. Das soll wir mit uns Mühl tun. Und jetzt müssen wir wachsam sein, wir müssen nur Gott beten. Mit uns Mühl soll wir Gott bekennen. Mit uns Mühl soll wir Gott anrufen. Und das ist wörtlich sehr leicht zu verstehen. Aber weißt ihr, wenn das geschrieben war, das wie eine Zeit, wo der Römer müden Christen dort. Das war geschrieben in einer Zeit, wo Nero, das kann ich wieder in Reim. Das war geschrieben in einer Zeit, wo, wenn Christen würden mit ihr Mühe bekennen, sie wissen, dass wir wörtlich sehr mehrlich, dass sie würden sterben, für was sie deuten. Aber deswegen, sie sagten, er vertrauen doch in Jesus Christus und Jesus Christus allein. Wird sie wissen, dass Jesus erst der Einzige, was uns retten kann. Dort ist, was er hier meint. Wir sollen glauben und dann sollen wir Gott vertrauen. Meine Frau ist von der für uns. Haben wir Gott vertraut, Jesus Christus vertraut und bloß Jesus Christus vertraut für unsere Rettung. Vielleicht sei ich von der hier oder ihr hören das und ihr glauben alle rechte Dinge. Die glauben, was die Bibel lehrt von Jesus Christus. Aber ihr habt den Stab noch nicht genommen. Den Stab, wo je Jesus Christus ganz vertrauen tun für jene Seiligkeit. Von der will ich fragen, was hält die träg? Was hält uns träg von den Stab nehmen? Erst dass wir wollen nicht Kontrolle abgeben in uns Leben. Erst dass wir weiten, wann wir wollen uns nur Jesus geben, dass er wird alle Sorten Wellen ändern in uns. Erst dass wir sind Angst, was andere wollen sein von uns. Erst dass wir weiten, dass wir wollen machen, was der Sinn auf sein. Was steht dann im Stich,
in dein Leben, in mein Leben, was uns zurückhält, von Gott ganz vertrauen. Ich will uns von der Mut merken. Was einmal du liegen dort, wer wird dort zu sehen sagen, dass wir können den Stab in vollen Vertrauen nach Jesus nehmen. Dort wir können in vollen Glauben nach Jesus kommen. So was tut Gott dann in uns, wann wir den Stab nehmen dann, oder in der Weg zu sein, was da wir uns vertrauen in Sachen. Die Bibel lehrt uns, dort was wir annehmen dann, als Gott seine Gnade. Epheser Kapitel 2, 8 und 9 lehrt uns das. Je sind durch Gott seine Gnade gerat. Willst je glauben. Dort als Gott seine Gnade dort wir kriegen dann. Wir müssen dort wirklich verstehen, wir wollen nicht gerat, willst wie glauben. Oder durch uns glauben, meine ich. Wir wollen gerat durch die Gnade. Gott ist der, was uns raten wird. Dort ist nicht unseren Glauben, was uns raten wird. Dort ist der, was uns raten wird, was uns die Gnade geben wird. Wenn wir würden sagen, wir sind durch Glauben gerat, dann würden wir müssen sein, wir raten uns selbst. Von wo kommt der Glauben? Der Glauben kommt von uns. Dort ist Gott, wer uns raten wird. Wir uns vertrauen bis in am Saten, wer uns raten wird. Dann sagt er wieder, das ist das. Dort ist nicht durch eine Wolken, dort ist ein Geschenk von Gott. Die Gnade ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht, was wir können tun. Dort ist bloß, was wir durch Glauben annehmen. Und dann sagt er wieder, dort ist nicht utweiken, so dass keine Ursache haft, sich selbst zu loben. Nicht, wo wir wieder in einer anderen Botschaft sein, aber Glauben, ihr habt einmal ihr, nur dem, in wem wir vertrauen. Dort ist nicht, wer wir sind. Dort ist nicht, dass wir können puchten, mit wer wir sind. Wir sollen bloß puchten, von was Gott hat getan, willst wir glauben. Und dann, nicht erst in Denk, was ich glaube, wie zurückgehen, oder Hebräer, Kapitel 11, der 6. Vers. Der letzte Part von der Vers sagt das. Dort hij die belohnt, die am ernstlich segen. Die Bibel wird uns versprechen. Wir sollen glauben, dass das so ist, was Gott offenbart hat für uns. Wir sollen den Stab nehmen, dass wir uns ganz vertrauen in Jesus Christus sagen. Und dann, was ist dort, dass die Bibel uns versprechen wird? Dort ist, dass Gott wird die belohnen, die am ernstlich segen. Dort ist Gott sein Versprechen für uns von dir. Wenn wir den Stab Glauben nehmen, dann, Gott hat uns versprochen, dass er wird uns belohnen. Er wird uns annehmen, wir wollen Gemeinschaft haben mit ihm. Markus Kapitel 10, der 15. Vers, mit dem will ich schließen. Ich sage Ihnen das Wort hat. Wer dort Gottes Recht nicht so annimmt, ist ein kleines Kind, wird er niemals nachkommen. Hat jemand ein Kind gesehen, wo sie glauben und wo sie Glauben haben? Dort ist nicht ein Glauben, wo die immer ein Zweifel ist. Dort ist ein simpel Glauben. Dort ist ein Glauben, das ist wörtlich, und dort nehmen sie einen Stab. Sie denken nicht zu viel über. Erst dort merke dass wir den Stab glauben, wo immer Gott uns nur rauben wird. Nicht nehmen dann, willst wir dann zu sehr an denken und zu sehr überzweifeln. Ich will von dir uns mal merken, wer wir den Stab glauben nehmen, wer wir nicht bloß Christen sein, was glauben dann, wer wir Christen sein, was auch vertrauen dann. Wer wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlische Vater, wir sind dankbar, dass du uns diese Gnade schenken lässt, dass wir können dort weiten. Dass wenn wir dort annehmen und glauben, du wirst uns belohnen.
Du wirst uns dort geben, was du uns versprochen hast. Und Gott, ich bete von dir für Sonne, was von dir hier sind, was vielleicht in schwachen Glauben haben. Gott, ich freue, dass du wirst geduldig sein. Dass du wirst enttragen, so dort sie können, dort beleben, wer du bist und was du hast für dich, was in die glauben. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.